Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute lesen wir das zweite Kapitel von Rachegöttin. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Meine Laura hatte ihren Höchststand erreicht. Mr. Johnson nebenbei bemerkt, der Vater von David Johnson hatte seinen Sohn vor allen anderen Schülern des Kurses zur Schnecke gemacht. Als er erfuhr, dass sein Sohn das Auto der Direktorin besprüht hatte. Zu diesem Zeitpunkt saß ich in der hintersten Reihe und räuschte einen gelangweilten Gesichtsausdruck vor. Während ich mir innerlich ins Fäustchen lachte. Auch lobte Mr. Johnson meine Arbeit über die newtonischen Gesetze und gab mir ohne weiteres ein A dafür. Johnson Jr. war noch immer sauer, dass ihn niemand außer seine Freunde Glauben schenkte. Und würde wohl in Zukunft vorsichtiger sein, was er wann mit wem tat. Und nun schlenderte ich zu meinem Spind, um meine Bücher abzuladen, mein Sportbeutel und das Skateboard meines Bruders zu holen. Die Aussicht, endlich wieder trainieren zu gehen, ließ Schmetterlinge in mein Bauch tanzen und auch das dumme Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommt. Als ich mein Spind öffnete, empfing mich wie sonst auch immer das Übliche. Chaos der Casey Macmillan. Ich war noch nie ein besonders ordentlicher Mensch gewesen. Es hieß ja, das Genie beherrscht das Chaos. Ausladend zog ich das Brett aus dem Schmalkasten und schwang den Beutel über meine Schultern. Bevor ich die Schule verließ und in Richtung Stadtzentrum fuhr, mit meinem Kopfhörer im Ohr, aus denen laut The Last of the Real Ones von Fell Out Boy dröhnte, rollte ich durch die Straßen von Los Angeles und beobachtete die Menschen, die eilig von A nach B hetzten, in kleinen Cafés saßen und den sonnigen Nachmittag genossen oder lachend in Läden verschwanden. L.A. war eine Stadt, die nie schlier und in der man an jeder Ecke etwas Neues finden konnte. Ob positiv oder negativ, es sei mal dahingestellt. Vermutlich würde ich auf dem Rückweg bei Lisas Eltern anhalten und mir etwas zu essen mitnehmen. Mit dem Skateboard unter meinen Füßen erreichte ich ziemlich schnell mein Ziel und stieß die schwere Glastür auf. Es hatte sich hier wirklich
viel verändert. Alles war heller und moderner eingerichtet. Das Internat wurde erweitert und das Inventar wurde erweitert und die Löcher in den Wänden zugespachtelt. Und dennoch war es das gleiche Boxstudio wie früher. Casey begrüßte mich jung fröhlich. Ihm gehörte die Einrichtung und er war für mich ein wenig wie ein zweiter Vater. Wie geht es dir? Ganz gut, das Boxen hat mir gefehlt, gab ich ehrlich zu. Dann mach dich los, der Boxsack wartet auf dich. Nickend verabschiedete ich mich und lief in Richtung Umkleiden. Von allen Seiten empfing mich die Knall von Boxhandschuhe und das Schnaufen der Kämpfer. Mich kannte man hier ziemlich gut. Ich hatte mit knapp 5 Jahren angefangen, hier Kickboxen zu lernen. Und hatte nachdem mich dann Stück für Stück weiter vorangetrieben, bis ich schließlich vor gut 3 Jahren endlich meine Prüfung für den schwarzen Gürtel absolvieren durfte und auch bestanden hatte. Seitdem hatte ich meine Kampfkünste ausgebaut. Neben Kickboxen auch noch Karate und Taekwondo. Taekwondo ist eine Karate-Kunst. Taekwondo gelernt. Um meine Dritte zu verbessern und befand mich nun auf dem Level, dass alle Männer hier einen gewissen Respekt von mir hatten. Hey Casey, winkte Mikun zu. Es war Jung in Sohn und Sohn seit Jahren mein Trainingspartner. Wir fuhren zusammen auf Wettkämpfe und zogen ab und an durch die Straßen. Hat dir das Boxen gefehlt? Na, haute ich mein Boxhandschuh gegen sein. Hat dir das Boxen gefehlt? Sah er mich schelmisch an. Und wie, lachte ich. Dir keine auf den Deckel geben zu können, hat in mir ein Zustand der Leere ausgelöst. Gespielt beleidigt hielt er sich die Hand an die Brust. Mit viel Enthusiasmus drehte ich mich und schlug präzise mit dem Fuß gegen den Boxsack. Wie ich sehe, hast du nicht verlernt, kommentierte Kun von hinten. Wäre ja schlimm, wenn es so wäre, grinste ich. Erschöpft, aber überglücklich trat ich an der Umkleide und streckte mich einmal ausgiebig. Mittlerweile war es dunkel geworden und das Boxstudio schloss in 5 Minuten. Ich war die Letzte, die nachdem ich mich von Kun und Yun verabschiedet hatte, in den kühlen Abend trat. Für den November war es erstaunlich kalt in Kalifornien. Ich bereute es, keine Jacke mitgenommen zu haben. Hey Casey, Kun trat aus der Eingangstür des Studios und schloss diese mit klapperndem Schlüsselbund ab. Hey,
erwiderte ich seinen Gruß. Auf meinen Arm hatte sich mittlerweile eine Gänsehaut gebildet. Wie Kalifornien waren eben keine Temperaturen unter 15 Grad gewöhnt. Ist dir kalt? Fragte mich der Asiate in einem fürsorglichen Ton. Kuhn war genau wie Lear eigentlich koreanischer Herkunft. Seine Familie lebte aber schon um einiges länger in Amerika als ihre. Alles gut, winkte ich ab. Hier, nimm. Kuhn steckte mir sein Pullover zu. Ich blickte ihn überrascht an. Es geht wirklich. Du brauchst dir nicht solche... Keine Widerrede, unterbrach er mich. Seufzend nahm ich ihm den dunkelblauen Hoodie aus der Hand und zog ihn mir über den Kopf. Er roch gut nach Parfüm und Kuhn. Dankeschön. Ich bringe dir das nächste Mal gewaschen zurück, lächelte ich ihn an. Vielleicht erweckte es den Anschein, ich wäre einer von den ganz harten, da ich doch Kickboxe und hinterlistig Racheaktion plane. Aber das stimmte eigentlich nicht. Von Natur aus war ich eigentlich ein friedfertiger Mensch, der zu den Leuten nett war, die auch zu mir nett waren. Ich war kein kaltherziges Bad Girl, das sich prügelte oder hintereinander weg mit irgendwelchen Typen schlief. Ein Bad Girl war ich schon, aber einer der anderen Art. Das kann ich nicht. Brauchst du nicht, ich schenke ihn dir. Verblüfft schaute ich Kuhn an. Das kann ich nicht annehmen, entgegnete ich. Wirst du aber wohl oder müssen, grinste der Asiate frech. Ich verdrehte die Augen. Ich hab genug Hoodies zu Hause. Da macht einer mehr oder weniger keinen großen Unterschied. Noch immer skeptisch beäugte ich den größeren. Seine dunklen Haare gingen knapp bis zu den Augenbrauen und bildeten einen starken Kontrast mit seiner hellen, nebenbei bemerkt makellosen Haut. Na gut, ich muss dann noch los, hab mich vorhin mit Lia verabredet. Kuhn zog die Augenbrauen zusammen. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deiner besseren Hälfte. Augenverdreht lachte ich auf. Vielen Dank nochmal für den Pullover. Kein Ding, drückte er mich gut, bevor ich auf das Skateboard stieg und in Richtung Strand davonfuhr. Casey, mein Schatz, begrüßte mich Mrs. Park herzlich. Ich liebte diese Frau so sehr. Sie war ein Stück kleiner als ich und Lia und hatte ihre dunklen Haare hellbraun gefärbt, wie sie mit knapp 50 noch so jung aussah, war mir ein Rätsel.
Hier, winkte mir Lia aus unserer Standarttheke zu. Ich setzte mich lächelnd zu ihr, bevor Mrs. Peck uns Lia einen Teller Jalapenos, Nudeln mit schwarzer Jalapenos, Nudeln mit schwarzer Soße aus Sojabohnenpasta vor die Nase stellte. Eines meiner Lieblingsessen hier. Schreibt mir doch in die Kommentare, wer das Essen kennt. Ja, das sieht man. Ich kenne das Essen nämlich nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wer es kennt. Sag mal, ist der Pullover neu? Sprach mich Lia direkt auf das unbekannte Kleidungsstück an. Nein, schluckte ich mein Essen herunter. Den hat mir Kun heute geschenkt. Wackelte Lia vielsagend mit den Augenbrauen. Wie schon so oft heute verdrehte ich die Augen. Zwischen mir und Kun ist nichts, schlug ich die dummen Gedanken schnell wieder aus dem Kopf. Das sehe ich aber anders, begann Lia mit ihrer Predigt. Wäre ich ein Kerl, würde ich nicht irgendein Mädchen mein Pullover geben. Ich bin ja auch nicht irgendwer, wir kennen uns seit gefühlt Jahrtausenden und sehen uns fast jeden Tag. Das Einzige, was Kun und ich sind gute Freunde. Lia wirkte genauso wenig überzeugt wie die anderen ehrlichen Male, in denen ich ihr diese Geschichte erzählt hatte. Für mich unüberzeugt wie die anderen ehrlichen Male, in denen ich ihr diese Geschichte erzählt habe. Für mich war Kun mehr eine Art großer Bruder und ich für ihn wie eine kleine Schwester. Ich fände auch trotzdem süß, beendete Lia das Thema. Schweigend aßen wir weiter. Während im Hintergrund Mrs. Park von Tisch zu Tisch lief und die Kunden bediente. Es war ziemlich voll heute, was mich bei dem guten Essen auch nicht wunderte. Casey, holte mich Lia aus meinen Gedanken. Hör mal, am Samstag steigt bei Simon eine Party, auf die auch Banks kommen wird. Wie wäre es, wenn du dort mit deinem ersten Racheakt beginnst? Kurz überlegte ich, die Idee war nicht schlecht. Und unter den ganzen Leuten würde niemand bemerken, dass ich es gewesen war. Eigentlich eine gute Idee, stimmte ich ihr zu. Ich war ewig nicht mehr feiern, merkte ich an. Dann ist es beschlossene Sache, grunzte mich Lia an und hielt mit ihrer Hand für den kleinen Fingerschwur hin. Lachend schlug ich ein. Der Blick auf meine Hände verriet mir, dass es mittlerweile schon kurz nach 9 war und ich noch mindestens 30 Minuten bis nach Hause brauchte. Ich musste langsam los.
Es ist schon spät und ich brauche noch ein Stück bis nach Hause. Mein Dad kann dich auch fahren, erwiderte Lisa. Nein, nein, ich nehm das Skateboard, muss noch mal beim Supermarkt vorbei. Na ob, ich stand auf und nahm mir mein Sportbeutel und das Board. Aber pass auf dich auf. Mach ich, lächelte ich meiner besten Freundin warm zu, bevor ich sie in die Arme schloss und mich auch von ihrer Mutter verabschiedete. Der nächste Supermarkt war ja auch nicht weit weg. Okay, ja, das war's dann auch mit diesem Kapitel. Ja, ihr könnt mir auch in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Kapitel fandet. Ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.